Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen. Hamburg Hafen Live ist on Tour. Heute aus Cuxhaven und bei mir ist der Basti. Moin. Basti kennt ihr ja, ist einer von unseren Moderatoren. Und wir haben uns mehr oder weniger spontan gestern dazu entschieden, heute mal nach Cuxhaven zu fahren. Denn das Feuerschiff Elbe 1 kommt wieder nach Hause. 6 Monate in der Werft gewesen, in Stralsund. Und ist ja quasi auch ein Wahrzeichen von Cuxhaven und wird dementsprechend auch gebührend empfangen. Das heißt, wir erwarten eine kleine Parade mit diversen Schiffen und ja, da ganz hinten in der Ferne, da sehen wir sie auch schon. Also wenn ich da gleich mal reinzoome. Wir sind hier bei der Alten Liebe. Wer das nicht kennt in Cuxhaven, das ist so ein, was ist das? Ist das ein alter Anleger? Nee, ne? Was ist das, Alte Liebe? Ist das einfach hier dieser Punkt, der so bezeichnet wird? Oder? Ich glaube ja. Also Anleger ist es im Endeffekt keiner. Nee, ne? Also es ist hier quasi so ein zweistöckiger Aussichtspunkt direkt an der Hafeneinfahrt vom Hafen Cuxhaven. Und hier kann man also wunderbar gucken. Hier müssen auch alle Schiffe vorbei. Das heißt, auch alles, was nach Hamburg will, muss hier direkt an uns vorbeifahren. Oh, wir wurden auch gleich schon geradet. 21 Leute von Ronny Golisch. Mensch, moin, da seid ihr ja genau passend. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wir haben also da hinten schon quasi diverse Schiffe, die da so ein bisschen Aufstellung nehmen. Also die Elbe 1, die sehen wir, das ist quasi 1, 2, die dritte von rechts. Ne? Dann haben wir ganz links sehen wir die Großherzogin Elisabeth, Segelschiff, das soll die Parade anführen. Schlepper ist da, der Wulf 5. Dann haben wir, glaube ich, die Neuwerk. Neuwerk von der Küstenwache und die Bad Düben von der Bundespolizei. Genau. Und dann haben wir noch einen Helikopter, der dazu kommen mindestens, soll. glaube ich, sogar einen. Mindestens. Also irgendjemand hat auch gesagt, da könnten mehrere kommen. Also wir sind, ehrlich gesagt, in freudiger Erwartung. Und die nehmen, ja im Moment sammeln die sich und dann nehmen sie quasi nochmal Aufstellung. Man hat gesagt, an der Kugelbarke. Die Kugelbarke ist ja hier auf der linken Seite. Das ist hier dieses Gebilde. Das ist quasi ja so die äußerste Landspitze von Cuxhaven. Ne? Hier so Genau. Hafeneinfahrt. Ja. Ne? Genau. Ja, und dann kommen die hier rein mit hoffentlich Pauken und Trompeten. Ob es ein bisschen Wasser gibt, das wissen wir nicht. Also, aber wir dachten uns, da in Hamburg heute eh nicht so wahnsinnig viel los ist, auch am Ostersonntag, machen wir mal einen kleinen Ausflug nach Cuxhaven. Haben auch noch ein bisschen Zeit. Ja, wo es eine Elbe 1 gibt, gibt es natürlich auch Elbe 2 und Elbe 3. Und früher war es halt so, dass diese Feuerschiffe die Einfahrt von der Deutschen Bucht in die Elbe markiert haben. Die waren hintereinander positioniert, Elbe 1, 2, 3. Das heißt, das waren nicht nur Schiffsnamen, sondern das waren im Prinzip auch, eigentlich waren das Positionen. Also Position Elbe 1, Position Elbe 2. Und die Schiffe hießen natürlich noch anders. Also die heißt jetzt Bürgermeister Oswald, glaube ich. Genau. Ne? Bürgermeister Oswald ist das, mit dem Beinamen Elbe 1. War das letzte dieser Feuerschiffe. Heute befindet sich in der Nähe der Position Elbe 1 meistens das Lostenstationsschiff Elbe Pilot. Oh, hier kommt einmal die Flipper. Die möchte nach Neuwerk. Der Wulfsbug ist ja klasse, oder? Da ist sogar ein Flipper unten aufgemalt. Da ist der Flipper-Programm.
Ja, und diese Elbe 1, also die Bürgermeister Oswald, war, glaube ich, das letzte dieser Feuerschiffe, was im Einsatz war. Weißt du noch zufällig, hast du Jahreszahlen im Kopf, Basti? Also außer Dienst gestellt, glaube ich, 1988. Gebaut übrigens in Papenburg auf der Meyer-Werft, damals noch am alten Standort, in Auftrag gegeben 1939. Wurde dann kurz vorm Krieg tatsächlich auch einmal absichtlich versenkt, um eben das Schiff vor äußerem Schaden zu beschützen. Dann wieder gehoben und schließlich 1948 in Dienst gestellt. Also insgesamt. Stimmt, da war eine Pause quasi genau. zwischen. Ne? Ja. Und sie hält ja auch einen etwas traurigen Rekord. Ja, Willst du mal erzählen? das ist das meistgerammte Feuerschiff weltweit. Über 50 Mal wurde die gerammt. Ja? Aber sie hat es überlebt. Sie hat es alles überlebt, ja. Ja, und ich glaube auch bei diesem 6-monatigen Werftaufenthalt jetzt zum Schluss ging es auch viel darum, einfach die Seetüchtigkeit des Schiffes zu bewahren. Ja, Die soll ja auch zum Hafengeburtstag genau, kommen. zum Hafengeburtstag ist sie regelmäßig. Ausfahrten auf der Elbe. Und hat ihren Liegeplatz hier direkt bei der Alten Liebe. Ich habe auch was von einem Shanty-Chor gelesen. Kommt der hier hin oder ist der auf dem Schiff Die drauf? sollen eigentlich hier hinkommen, aber ich sehe sie noch nicht. Also die dürfen gerne ganz nah rankommen Ja. zu uns. Habe ich nichts dagegen. Da weiß ich, das ist auch was für Tanja. Die freut sich. Shanty-Chor ist großartig. Beri, ganz lieben Dank für deinen Prime-Sub, schon im 5. Monat. Und Schokos76 ist auch im 4. Monat mit einem Prime-Sub dabei und schickt Ostergrüße an alle Landraten. Ach, hier und Basti.de verlängert auch seinen Sub. Mensch, Basti, ich muss dir mal einen Sub schenken. Ich muss es dir echt mal schenken, erinnere mich mal dran. Das muss sein. Das hast du dir verdient, aber ganz, ganz dickes Dankeschön. Und natürlich liebe Ostergrüße. Viele von euch haben ja immer schon mal gesagt, Mensch, wann fahrt ihr mal nach Cuxhaven? Und wir haben immer gesagt, ja, irgendwann mal. Das größte Hindernis, haben wir heute auch wieder festgestellt, ist die Fahrerei. Ja. Also Hamburg-Cuxhaven, das ist 130 Kilometer, über 2 Stunden. Ja. Es zieht sich. Das zieht sich. Heute ging es noch, heute Vormittag. Ja. War der Verkehr jetzt nicht so schlimm. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit ein bisschen Berufsverkehr, dass das echt schlimm ist. Ja. Aber der Standort gefällt mir ganz gut. Also ich glaube, es kommt auch nachher noch die HMM Oslo auf dem Weg nach Hamburg. Die soll um 22 Uhr in Hamburg fest sein. Könnte sein, dass die irgendwie so um 15, 16, 17, irgendwie so um den Dreh, vielleicht können wir die ja noch mitnehmen. Na, das wäre ja vielleicht auch noch was. Moin. Frage, was kommt da irgendwie so Besonderes heute hier an? Irgendwie? Da kommt das Feuerschiff Elbe 1. Ah, okay, das ist blöd gefragt. Jo, Alles klar. Danke. gerne. Ja, wenn ich mal hier rüber schwenke, also die Kamera auf uns kann ich definitiv heute nicht anmachen, weil hinter uns ist natürlich eine ganze Menge los. Hier seht ihr noch die Einfahrt in Sportboothafen und dann seht ihr da natürlich auch schon einige Menschenmengen. Ja, und hier haben wir auch übrigens einen Radarturm. Ich hoffe, dass der uns heute nicht dazwischen funkt.
Ich wollte gerade sagen, die segeln aber ganz schön flott, bis ich gesehen habe, ist gar nicht so viel mit Segeln. Ja, Basti, ich hoffe da auch, dass das nicht unser Endgegner nach dem CTA wird, aber du kannst ja mal ein Auge drauf halten, ob der Stream stabil ist. Basti, RM läuft übrigens auch mit. Ach, ich freue mich schon, so eine kleine Parade hier, Ja. ne? Das ist so echt mal so ein kleines Highlight. Ja. Volksfeststimmung irgendwie. Ich finde es ja auch ehrlich gesagt schade, dass Hamburg, dass die nicht mal so bei Erstanläufen immer ein bisschen mehr Tamtam machen. Ja. Ne? Also irgendwer hat ja auch mal gesagt, diese Bürgermeister Brauer mit Wasserfontäne musste irgendwie 1.000 bis 2.000 Euro für bezahlen als Reederei. Kann ich einerseits verstehen, öffentliche, also Gelder, Behörden und so weiter, muss ja alles finanziert werden, kann ich durchaus verstehen, dass man damit nicht einfach so immer nur zum Spaß durch die Gegend fahren kann, aber ich habe so das Gefühl, dass man irgendwie so kaum was macht für Erstanläufer. Das ist ja auch ne? eigentlich eine schöne Außenwerbung, sage ich mal, weil es für Ja. die Leute an Land und auch für die Leute an Bord einfach ein schönes Bild ist. Ja. Ach, guck mal, in dem Turm ist die Revierzentrale, Cuxhaven, Elbe Traffic. Elbe Traffic, ich rufe Elbe Traffic. Ja, in welche Richtung liegt denn Helgoland? Ich glaube auch so ziemlich da raus, oder? Ja, ich glaube Helgoland so ziemlich hinter den Schiffen, vielleicht ein klein bisschen nach rechts könnte sein. Ja, Hamburger machen nicht so viel Tamtam, Michael, da hast du recht, ja. Das ist dann wieder das nordische Understatement. Stimmt. Wenn nichts passiert, ist es Lob genug. Wenn keiner klatscht, ist das eine großartige Begrüßung. Ach, guck mal, da sehen wir auch die Großherzogin Elisabeth. Ich glaube, die ist auch regelmäßig beim Hafengeburtstag. Neuwerk ist Küstenwache, ist glaube ich ein Mehrzweckschiff. Ne? Genau, ja. Ja, hier ist nochmal die Frage, wer die andere Person am Mikro ist, für alle, die später dazu gekommen sind. Mit mir hier in Cuxhaven ist der Basti Göbel, den kennt ihr auch aus dem Chat. Da ist er als Cruise Ships Germany meistens unterwegs, ist auch einer unserer Moderatoren. Basti war gerade in Hamburg und gestern Abend waren wir noch was essen und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal nach Cuxhaven fahren. Es soll nicht regnen, damit haben wir schon mal eine deutliche Steigerung zu gestern. Das ist richtig. Boah, Leute, also gestern der Stream, der hat mich echt weich gekocht. Aber es war trotzdem schön, also es hat doch viel geklappt. Burkhard meint, ein bisschen mehr links wäre Helgoland. Ach, guck mal, das ist aber auch schön, wie die da jetzt hinten alle Aufstellungen nehmen, ne? So, wen haben wir denn da? Ach, guck mal. Ach, guck mal, da ist doch der Heli da oben. Ich sehe ihn, ich sehe den Oh ja. Heli. Also mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Nein. Keine Chance. Also ich weiß jetzt nicht, ja, ich weiß nicht, ob das der ist, der jetzt die Parade mitfliegen will. Aber ich wünsche mir ein paar wilde Überflugmanöver. Oh ja. Hertus, ich danke dir für 100 Bits. Norman, 11 Monate auf der Reeperbahn und sagt auch nochmal super Stream gestern mit Ben. Ja, wir haben gestern auch eine wundervolle Nachbesprechung gemacht beim Italiener nochmal und schon überlegt, wie wir das Ganze nochmal so ein bisschen, was ist das richtige Wort, solider, stabiler machen können. Die Joe, ich danke dir für eine verschenkte Mitgliedschaft und Elfi haut 10 Euro raus mit Ostergrüßen. Jens Peter, 22 Monate schon und wünscht dem ganzen Hamburg Hafen Live-Team und den klasse Moderatoren ein tolles Osterfest. Und er sagt auch nochmal gestern, war okay der Stream.
Zeitplan sah vor, dass sie 14 Uhr sich an der Kugelbarke sammeln wollten. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon Bewegung drin ist. Müsste eigentlich auch auf dem AIS ganz interessant aussehen. Viele bunte Punkte. Ja, wir stehen hier übrigens auf einem Holzfußboden. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn wir auch wieder ab und zu ein bisschen Vibrationen im Bild haben. Das ist so eine Vibration, die so ein Bildstabilisator ganz schwer auffangen kann. Hansi ist da, schickt liebe Ostergrüße. Hansi, Dankeschön. Ach guck mal, und die Elbcam ist auch da. Dennis, moin. Bitte? Ja, ja, man kann sie gut sehen. Ja. Und John schickt gleich mal 10 € als Motivation für weitere Streams aus Cuxhaven. Einfach mal so latent Druck aufbauen. Ja. Ich hätte da schon Bock drauf, öfter Cuxhaven. Das ist echt schön hier. Haben wir eben gesagt, das ist ein toller Platz hier, alte Liebe. Die Fahrerei. Also wenn man mal so einen Tag hat, wo man weiß, da kommen vielleicht mal echt so 4, 5 Schiffe in einem Abstand von, also in so einem Zeitraum von 2, 3 Stunden, Ja. plus ein bisschen Kleinkram. Ja. Malana schreibt, ist gleich da, kommt mit dem Bus. Axel, der Flipper, der fährt, glaube ich, nach Neuwerk. Neuwerk ist ja hier quasi links ums Eck. Und für alle, die das nicht wissen, Neuwerk gehört zu Hamburg Mitte. Hamburg Mitte, genau. Ist quasi ist nicht ein Stadtteil, sondern ist Teil des Stadtteils Hamburg Mitte. Außenreporter quasi. Ja. Ja, ich kann mal, damit das nicht so langweilig wird, einmal hier einen Schwenk machen. Ich glaube, da hinten kommt noch irgendwas. Gucken, ob wir da. Kann gar nichts sehen, muss man meinen. Mein Setup ist nicht ausgerichtet, um nach rechts zu filmen. Wer kommt denn da? Wo ist mein Wesselfinder? Das müsste die Mäuse River sein. Oder Mäuse? Also Mäuse. Nennen wir es Saugbagger. Es ist ein Saugbagger. Es ist ein Saugbagger, aber Mäuse M-E-U geschrieben. Also nicht Mäuse wie ihr süßen Mäuse. Möse. Baujahr 2020, 116 Meter lang, 26 Meter breit. Und Baujahr 2020, habe ich glaube ich schon gesagt. Flagge Luxemburg. Aber ich glaube, hier kann das auch schon wettermäßig ungemütlich werden. Ja. Ne? Also hier Ja. bist du ja quasi an der offenen Nordsee. Haben wir heute echt Glück. Was haben wir jetzt? Also mehr als eine 3, Windstärke 3? Ist es nicht. Glaube ich, haben wir nicht. Schon schön, so eine Perlenkette mit Schiffchen. Pluginator, herzlich willkommen bei unserem Kanal, ein neues Speierstadt-Mitglied.
Und wir haben schon festgestellt, hier wird viel gehupt. Also als wir ankamen, ist auch gerade der Halunderjet losgefahren. Und hier in Cuxhaven in der Hafeneinfahrt ist es, ja ich weiß nicht, ist doch Pflicht. Also ich glaube schon. Ich glaube, es ist Pflicht, weil das haben wir damals mit der Nordic auch gemacht. So, wenn du rein und raus fährst, musst du hupen. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwie begrenzter Raum, begrenzte Sicht und dann musst du, wenn du ins Hauptfahrwasser einbiegst oder vom Hauptfahrwasser in den Hafen rein, Irgendwie sowas. musst du Signal geben. Genau. Gerade sind wir automatisch, weil der schwenkte ja eben und dann war das Bild so sauber. Ist das so im System mit drin? Euren Live-Chat? Das Bitte? ist, Was denn? Euer Live-Chat. Du warst hier beim Schwenken. Da habe ich mich ja gerade gewundert, dass der Übergang so fließend war. Schneidet das System das? Wir haben 2 Kameras. Ach so. Und mit der obersten machst du das gerade? Genau, ich schalte dann um, wenn ich schwenke. Also so, wenn, ich Sieht ja dran, nicht so wild wenn ich aus. dran denke. Das geht auch manchmal in die sonst seid ihr Hose. beim Hamburger Hafen, ne? Genau, Wenn die richtig. Arena ausläuft. Ja, genau. Ja. Genau. Hier, ich gebe dir mal ein Kärtchen mit. Ja, Ist so. hinten nochmal die Adresse drauf. Danke. Melli grüßt von der Kugelbarke aus. Das ist ja lustig, aber ich glaube, Melli, da hört mein Zoom auf. Also Melli, wenn du jetzt nicht ganz wild tanzt und einen riesen Bettlaken schwenkst, dann wird das schwer. Die ist doch ein ganzes Stück weit weg, die Kugelbarke. Liegt die dahinter jetzt, die Elisabeth? Ja. Ich gehe nur aus, als wir dahinter Ich gehen. glaube ja, ja, ja. Von hier aus gesehen liegt das aus, als ob sie hintergeht. Hintergeht. Aber ist noch vor der Neuwerk. Aber die kommen schon hierher, ne? Die Ja. haben schon Fahrt Ja, drauf, wenn ich das. Sie werden nämlich langsam größer. Es geht in den Endanflug. MH Feel Free schlägt vor, wenn ich ganz nah ran will, ist die Kugelbarke der beste Punkt. Ich glaube, das ist aber auch mit mehr Laufen und so weiter. Ja, Ne? ja. Ich glaube, logistisch gesehen ist das, Da sind die Ist Parkplätze weit Kugelbarke. weg. ja, und dann mit dem ganzen Equipment und so weiter. Dann kaufe ich mir lieber ein Objektiv mit mehr Brennweite. So, Wie war nochmal euer Livestream? Hamburg Hafen Live. Hamburg. Gerne. Hier haben wir hinten einen QR-Code drauf. Könnt ihr abscannen, dann seid ihr direkt live im Geschehen. Sag mal, ist die Kamera schief? Das gibt's doch nicht, ne? Und das bei dir. Och, Basti, ey. Ich kriege einen Anfall, ey. Boah, gleich den Stream unterbrechen. So ist schöner. Live dabei ist immer so schön live. Ja, wir sind gespannt, was da gleich passiert. Die kenne ich. Vor allem auch helimäßig. Also für alle, die jetzt später dazu gekommen sind, wir warten auf die Elbe 1, das Feuerschiff. War 6 Monate in Stralsund in der Werft, ist ein Wahrzeichen hier von Cuxhaven und kommt gleich begleitet von anderen Schiffen in einer Parade hier wieder nach Hause zum Anleger an der Alten Liebe. Wir haben da hinten als Begleitschiffe einmal den Segler Großherzogin Elisabeth. Das ist, glaube ich, die ist in der Mitte. Dann haben wir weiter links, haben wir, glaube ich, die Neuwehr. Ganz links haben wir einen Seenotrettungskreuzer. Weißt du, wie der heißt? Das müsste die Anneliese Kramer sein. Okay. Und dann haben wir Moin. zweite von rechts die Elbe 1 und ganz rechts haben wir, glaube ich, Polizeiboot. Ne? Ist das? Bad Düben. Ah, okay. Genau. Hallo. Bundespolizei. Moin. Hi. Hi. Ja. So, nach vorne geschafft. Ja. Mein Bus hatte ein bisschen Verspätung.
Ja, und außerdem soll halt noch ein Marinehelikopter, glaube ich, dabei sein. Und irgendjemand hat auch schon gesagt, es könnte sein, dass es nicht nur ein Helikopter ist. Darauf warten wir gespannt. Zeitplan sah vor, 14 Uhr Aufstellung an der Kugelbarke. Da sind sie jetzt wohl dabei und dann geht das Ganze los. Guck, mit Anneliese Kramer lagst du sogar richtig. Barbara hat es gerade noch mal alles durchgezählt. Da bin ich aber froh, du. Boah, was hier. Phew. Jo, falsche Fakten im Stream, ne? Das war so eine 50-50-Sache das gibt jetzt, ne? Chatkloppe. TomTom XXL, ganz, ganz lieben Dank für deinen Sub. Ist auch schon 3 Monate dabei. Manu ist auch mal wieder da. Manu Cycle, hey, 12 Monate, einjähriges, frohe Ostern, mein Lieber. Und Bason, 9 Monate auf Twitch. Danke dir und ein dickes Dankeschön. Oh, es wird aber auch immer voller, wenn ich mich mal so umdrehe. Doch, Hat sich rumgesprochen. ja, Sind die denn schon? die sind das schon da. Ja, also da alles, was du da so aufgereiht am Horizont siehst. Mein Tele ist so. Ich bin noch in der kleinen Fraktion, aber es reicht. Aber jetzt kann man die doch schon mit bloßem Auge erkennen. Ja. Oh ja. Aber es scheint auch so, als würden die jetzt noch so ein bisschen dichter ans Ufer fahren gleich. Ja, das hoffe ich doch, Drehen alle dass so sie ein hier bisschen dicht dichter dran ein. vorbeikommen, oder? Ja. Ah, guck mal, wir lernen wieder was. Mäuse ist übrigens der französische Name der Maas. Man lernt nie aus. Oh, mit Flüssen bin ich auch so schlecht. Wie mit allem, was Geografie angeht. Dann müssen wir beide mal Stadt, Land, Fluss spielen, glaube ich. Nee, nein, müssen wir nicht. Das ist auch fies, wenn du genau weißt, dass einer was nicht kann, dann das mit ihm spielen. Was bist du denn? Was bist du denn für ein Kameradenschwein? Soll ich mein Mikro wieder abgeben? Weiß er denn? Moderieren kann ich wohl auch nicht und ich mache es trotzdem. Doch, das machst du super. Das machst du super. Herr Adam, danke dir für 10 Euro Superchat. Grüßt aus Schiffdorf. Und Yannick ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Danke dir, Yannick, und herzlich willkommen an Bord. Ja, alle, die später dazu gekommen sind. Die Elbe 1 wurde in Papenburg auf der Meierwerft gebaut. Aber du sagtest, das war damals noch ein anderer Standort. Genau, in der Innenstadt quasi. Sag mal, da ist doch irgendwie was Fliegermäßiges. Da.
Jetzt habe ich ihn. Da sind jetzt die Flugzeugprofis gefragt. Ja, so langsam wird das Ganze aber eine Formation. Ich glaube, ich sehe auch den Hubschrauber wieder. Ja, ich glaube, ich Der auch. kommt jetzt ein bisschen tiefer. Da. Ja. Anneliese auch dabei? Mhm. Relativ weit hinten. Ich sehe unser Sport. Links, das müsste die Neuwerk sein mit dem. Ja. Wo jetzt der Heli. Und dahinter ist die Genau. Anneliese Kramer. Was ist denn das für ein Hubschrauber? Ich frage mal explizit im Chat, weil da bin ich auch überschaubar belesen. Ein NH90 Sea Lion. Ich hatte gleich das Dickerwelsch gegeben, aber ist mir erst das Hals. Geil, wie der die Gischt da aufspritzt. Können die mal bitte alle zusammenbleiben? Ja, das macht doch Spaß mit so einem Heli dabei. Oh ja. Also das finde ich schon vom Bild eher richtig schön, muss ich sagen. Ja, und ein Sportboot möchte auch gerne mitspielen.
Jetzt sieht man auch den Rettungskreuzer. Ist denn hier eigentlich von dem Shantycore schon was zu sehen? Weder zu sehen noch zu hören. Hier geht noch ein Helgoland-Shuttle raus. Gehört er dazu, der Flieger, oder macht er das nur so zum Spaß? Gleich kommt der Heli bestimmt irgendwie so von hinten und will uns einmal so richtig erschrecken. Pustet einmal die Stative um. Kann er machen. Solange nichts in der Elbe landet. Nochmal eine Frage an die Experten. Ist das hier jetzt schon Elbe oder ist das Nordsee? Hier jetzt. Elbe. Das ist Elbe noch, ne? Ist das noch Elbe? Das ist ja. noch Elbe. Bis zur Kugelbarke. Ah, okay. Ist Kugelbarke, ist das Grenze? Quasi, ja. Hier schreibt noch jemand, Elbmündung ist eher westlich Scharhörn. Muss man das mal auf der Karte angucken. Aber die Elbe 1 haben sie super verdeckt, oder? Mhm. Siehst du nichts von. Nee.
der Linie und natürlich im Internet, wo Sie uns auch so zahlreich zuhören. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Sie nicht sagen, Sie sehen es schon. Der Buckel ist schön hier. Und also wir natürlich auch, um die Parade der Elbe 1 zu sehen. Gleich geht's los. Und bei Dübel ist das erste Schiff, was diesen Konvoi anführt. Und ich bin wohl von Lausch und werde Sie von Dübel begleiten und informieren, was Sie da sehen. Aber die Hauptsache ist natürlich diese schöne Schiff, die Elbe 1 endlich in Cuxhaven. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Es war jetzt nicht ganz so laut, aber vielleicht ist ja ein bisschen was rübergekommen. Jetzt sieht man auch die Elbe 1. Guck mal, mit dem großen Leuchtfeuer. Bahnfilmer Andi möchte gerne wissen, wer oder was ist die Kugelbarke? Das ist quasi eine... Andi, wir vertagen uns. Oder vielleicht kann der Chat ja ein bisschen helfen. Sondern sie hat ihren Platz im Ruhrgebiet und sie führt die Kamera jetzt um Zeitchen den Konvoi, den sie ja von der Seite der Bundesperspektive aus beobachten können. Angeführt wird der Konvoi von der Bad Kühlen, das ist ein Patrouillenschiff der Bundespolizei und das ist ein sehr neues Schiff, 2019 gebaut auf der Basma-Werft, eine Leser, bekannt für viele Schiffe der öffentlichen Hand und aber auch Yachten und sowas. Das ist im Portfolio dieser Werft an der Weser. Und das ist ein Schiff, das eine Länge von 86 Metern und 21 nach Knoten schnell unterwegs sein. Und wir hat eine ziemlich starke Motorleistung für die größte von diesen Schiffen in Karibik. Das ist der 19. und ja, wir ab. Oh ja, Fotos. Elbe 1 heißt natürlich nicht Elbe 1, denn Elbe 1 ist kein Schiffsname, sondern das ist die Bezeichnung einer Position in der Elbmündung. Und insgesamt seit 1860 die Begrüßungsstufe von der Süden. Also, Krebsenkreuz und Verkürzung, Feuerschiffe sind insgesamt seit 1860 bis zum Ende der Feuerschiffe und Positionen gelegen. Und 1999 wurde die Position jetzt
Und schunkeln, würde Conny sagen. Ja, die machen Synchronwinken, ne? Ja, genau. Sollen wir zurückziehen? Wo ist der Heli? Der Heli kommt, da hinten. Ich Ja. wusste es, von hinten kommt Ja. der. Ich muss mal schnell ein Foto machen. So springt einer raus. Oh Basti, du musst die Fotos raushauen. Ja.
zum Namen dieses Schiffes. Der Bürgermeister Oswald, das war ein Senator. So, jetzt wird es gleich schon etwas schwierig hier mit dem Blickwinkel. Ich glaube auch, die geht direkt an den Liegeplatz gleich. Ja. Also jetzt werden hier gleich rechts ganz, ganz viele Ja. Menschen stehen. Das heißt, die Elbe 1 werde ich jetzt gar nicht mehr so gut erwischen. Aber es kommen ja noch ein paar Schiffe. Vielleicht schunkelt ja der Schlepper noch ein bisschen für uns. Schlepper war leer. Ja, schau mal. Hier ist noch eine kleine Story, die der Elbe 1 Bürgermeister Oswald II durch den Krieg gekommen ist. Und diese Story gehört und wurde persönlich mal vor vielen, vielen Jahren von Bernhard Meyer, dem Chef der Meyerwerk, mal bei einer launigen Stunde auf einmal dieses Schiff durch den Weltkrieg gekommen ist, beziehungsweise ins Heimat. Es war nämlich so, dass 1941 wurde sie und dann war sie 1944 Ja, das ist doch auch mal ein schönes Bild hier, oder? Ja. Feuerschiffe benötigt. Und dann hat er eine Idee gehabt und die hat er umgesetzt, nämlich als in 1944 zum Ende ein Bombenangriff auf Badenburg kam, da hat er schlau mit seinen Leuten in der Nacht Siebenlauf gemacht und hat die Elbe 1 versenkt und hat dann den Nazis gemeldet, dass die Elbe 1 versenkt wurde bei dem Bombenangriff. Tja, und den Engländern hat er die gleiche Story nach dem Krieg erzählt. Und dann, als die Währungsreform kam, hat er flugs das Schiff wieder geholt und hat es zu Ende gebaut, aber jetzt hatte es ja einen Wert, denn die Reichsmark, die war abgewertet und jetzt hatte er D-Mark gemacht. Und etwa 1,5 Millionen D-Mark hat er bekommen vom Staat für das fertige Schiff. Und das war der Startpunkt mit D-Mark, mit der die Werft nach dem Krieg flott machen konnte. Also, sie ist bewusst versenkt worden und wurde vorgetäuscht durch einen Bombenangriff. Ich fand das ziemlich schlau. Jetzt kommt die WS1. Baugleich zu unserer WS3. Also, das war tatsächlich auch mal gehört. Und wie gesagt, Welchen Namen hat die? Das ist auch ein Ehrenbürgermeister, ne? Brauer. Brauer. Ja. die Bürgermeister Oswald. Ja, die Elbe 1 ist jetzt hier in den Hafen reingefahren. Da kommen wir leider überhaupt nicht hin mit der Kamera. Ein dreimastiger Segelschoner, Gaffelschoner, dreimastiger Gaffelschoner. Heimathafen Elsfleth und gehört der Seefahrtsschule in Elsfleth. Bewegtes Leben ist ein paar Mal auf Grund gegangen, als es noch St. Antonio zu Beginn 1907 und ist wieder gehoben worden und wurde von einem Ja, ich weiß nicht, ob ihr was hört von den Lautsprecherdurchsagen. Schreibt doch mal rein, ich habe es gar nicht gesehen jetzt. ihrer Lebenszeit
Zeit noch mehrfach auf Grund gelaufen und auch mal wieder versenkt worden. Und das letzte Mal in Kopenhagen. Und naja, ein bewegtes Leben, aber seit 1982 gehört sie der Seefahrtsschule in Elsfeld. Der Löschmonitor ist eingepackt. Schulschiff. Ist nichts mit Fontänen heute. Keine Wasserfontäne von der Polizei. Kannst du mal eben mein Mikro ausmachen? Weil dann kann ich nur mal um die Ecke gucken. Ja, Gleich wieder da. Basti macht noch ein paar Fotos. Ja, und dahinter kommt dann auch die Neuwerk. Das gibt immer noch online, dass man mal gucken kann. Ihr habt so tolle Bilder jetzt gemacht. Hamburg Hafen Live. Hier, da ist hinten die Adresse drauf. Okay, der QR-Code. Super, danke Genau. schön. Viel Spaß noch. Danke. Ciao. Tschüss. Oh, das war die Hupe von der Polizei. Kann man in der Mitte auch einmal durchgucken. Nee, dieses etwas heisere Hupen gerade, das war die Polizei. Auch ein tolles Schiff, die Neuwerk. Und dann haben wir gleich noch den Seenotrettungskreuzer, die Anneliese Kramer. Die kommt da hinten. Ja, jetzt sehen Sie doch wirklich ein wunderschönes Anliegemanöver der Elbe 1. Und wie das funktioniert, na, prima. Das ist gut. Auf Verbot 5 steht nur Standby. Früher hat er so mit angedrückt, wenn Sie mal Hilfe braucht für die Elbe 1. Das ist dazu. Nee. Sicher nicht. Ich bin ja an einer anderen Ecke. Aber Das ist schon in der Reihenfolge, ja.
Ja, und mit der Anneliesa Kramer war es das dann. Also die alte, nicht die alte, die Elbe 1, quasi die Bürgermeister Oswald, die ist jetzt zu ihrem Liegeplatz. Das ist allerdings hier einmal ums Eck rum. Da komme ich jetzt auf die Schnelle nicht hin. Aber wir warten mal noch einen Moment. Vielleicht gibt es hier noch was zu sehen von der Anneliese Kramer. Und ansonsten können wir gleich mal checken, wo denn eigentlich die HMM Oslo sich befindet. Die soll ja irgendwann noch nach Hamburg reinkommen. Und müsste hier ja vorbei. Vielleicht passt das ja noch, wenn die so in der nächsten Stunde hier irgendwie mal auftaucht. Auch zur Begleitung der Elbe 1 segelt das Schiff Neuwerk, das Gewässerschutzschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Cuxhaven. Und Sie sehen Neuwerk jetzt. Muss mal kurz hier auf die andere Kamera gehen. Ja. Normalerweise wird es eingesetzt, wenn irgendwo was passiert. Zum Beispiel Ja, und schon wird es auch deutlich leerer hier. Interest grüßt von der alten Liebe. Ja, moin. Moin, moin. Muss mich gleich mal umgucken. Hier grüßt gerade jemand von der alten Liebe. Da drehe ich mich dann lieber mal um. Andreas Wilhelm und Barbara, die haben beide mal nachgemessen. Also die Oslo ist noch circa 25 Meilen entfernt. 25 Meilen über den Daumen, 45 Kilometer. Ich glaube, helft mir da mal, kann das sein, dass man 30 Kilometer ungefähr weit gucken kann und dann die Erdkrümmung die Sicht versperrt? Ist das so? Ich meine, über den Daumen 30 Kilometer. Zumindest, wenn man nicht erhöht steht. und wird ersetzt durch Neubauten, die jetzt in Auftrag gegeben worden Oder war es 30 Meilen? Das weiß ich jetzt nicht. Und eins für die Ostsee und noch ein drittes, das ist noch nicht so klar, wo das eingesetzt wird, zumindest mir nicht. Und dieses Schiff wurde 1998 gebaut und die nächsten, die Neuwerk ablösen, das wird so etwa in 2-3 Jahren sein. Die Ablöse hier für die Nordsee wird übrigens nicht mehr als Eisbrecher eingesetzt werden. Das ist ähnlich wie wenn in Hamburg die AIDAs auslaufen. Sobald die Schiffe weg sind, Alle weg. ist sie gehen in die Leere. Sind alle beim Essen. Das war mal, dass man hier noch Schiffe fürs Eisbrechen gebaut hat, aber das ist nicht mehr nötig. Schon seit vielen, vielen Jahren ist das nicht mehr sind auf der Elbe. Na, das war noch ein Hörnchen von der Anneliese Kramer. Klingt deutlich besser als von der Vapo. Oh ja. Also da haben sie gespart am Horn. Da war dann echt das Budget aufgebraucht. Ach, der Shantycore, der ist da hinten ums Eck, ne? Genau. Ach, schade. Die hätten ruhig hier noch mal herkommen können. Ja, da hinten ist auch die Bohrinsel. Um den Kreis der Schiffe, die Elbe 1 begleitet haben, noch zu ergänzen. Das ist ein Kramer, ein Seenotkreuzer, der hier dort auf dem Regelland seinen Liegeplatz hat. Und das Schiff ist etwa 2017 hier nach Cuxhaven gekommen. Das war ein neuer Seenotkreuzer und Frau Kramer hat das Geld gespendet. Der
Ja, die tuckert auch schon wieder weg, die Anneliese Kramer. Ja, aber es waren doch coole Bilder, oder? Also ich meine, mit dem Helikopter hat mir richtig gut gefallen, klar. Man möchte immer schreien, mehr, 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 nochmal, nochmal, nochmal. Aber das waren, glaube ich, echt tolle Bilder. Also das hat mir richtig gut gefallen. Zeit, nochmal hier in den Chat zu gucken und nochmal ein paar Dankeschön loszuwerden. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich denn stehen geblieben war. Ich glaube, beim Bison hatten wir, den Adam hatten wir, glaube ich, auch. Yannick ist seit 5 Monaten dabei auf dem Fischmarkt. Und R4LF, das heißt wahrscheinlich Ralf oder so ähnlich, ist mit einem neuen Prime-Sub dabei. Danke dir, herzlich willkommen an Bord. Axel Köhler, 2 Euro Superchat für die Spitzenunterhaltung. Ute, auch 2 Euro. Liebe Grüße an meinen Lieblingsplatz in Cuxhaven, sendet sie. Dann haben wir den Bahnfilmer Andi mit 5 Euro. Und er hatte gefragt, wer oder was ist denn die Kugelbarke? Ja, das hatte, glaube ich, der Chat schon beantwortet. Das ist im Grunde genommen ein Seezeichen, ein Seemarkierungszeichen. Und ich bringe dir das hier nochmal ins Bild. Das ist die Kugelbarke hier in Cuxhaven. Da kann man auch bis vorne hingehen. Also man sieht auch eine ganze Menge Leute rumrennen. Ja, jetzt auch schon deutlich weniger. Eben als die Schiffe kamen, war natürlich mehr los. Svenny, 2 Euro mit Wünschen für frohe Ostern. Und Anja Garlick, 2 Euro mit Grüßen aus Wasserburg. Liebe Grüße zurück. Vanessa ist im 3. Monat bei Twitch dabei. Danke für dein Sub, liebe Vanessa. Dann haben wir der Nordlicht mit 10 Euro Superchat. Und sie sagt auch nochmal Danke für den schönen Ausflug. Ja, in der Tat, das hat mir bis jetzt auch sehr gut gefallen. Und der Nordlicht verschenkt auch nochmal 5 Mitgliedschaften. Danke da. Danke, danke, danke. Mr. Bindi Lindy ist 15 Monate dabei und schreibt, toller Stream, schöne Erinnerungen werden wach. Außerdem verschenkt Mr. Bindi Lindy auch noch eine Mitgliedschaft. Danke, mein Lieber. Hallenser78 ist seit 2 Monaten mit dem Prime Sub dabei. Und Hendrik Köster, 10 Euro Superchat. Der schreibt immer wieder schön, wenn ihr streamt. Ich finde es ehrlich gesagt auch schön. Ich freue mich immer. Letzte Woche hatten wir ja mal so 4, 5 Tage, wo nichts los war. Da werde ich dann auch gleich ein bisschen hibbelig. Katzilla ist jetzt auf Twitch mit einem Prime Sub dabei. Willkommen an Bord. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, wir können jetzt mal noch einen Moment warten. Ich habe keine Ahnung, ob es sich lohnt, auf die HMM Oslo zu warten. Ich weiß auch nicht, was sonst an Schiffsverkehr ist. Vielleicht mal an die ganzen Schiffskieker, die den ganzen Tag immer die Schiffsradar, Wesselfinder und so weiter beobachten. Vielleicht könnt ihr ja mal schauen, ob da irgendetwas im Anflug ist, dass es sich lohnt, hier noch ein bisschen die Kamera laufen zu lassen. Ich werde jetzt erstmal in meine Verpflegungskiste greifen und ein leckeres Sandwich von meiner lieben Frau Tanja gemacht verputzen. Ute meldet die Aglo Crest bei Brunsbüttel. Und Zodiac hat Lady Harriet und Borealis entdeckt. Noch vor der Oslo. Ja, wir lassen mal noch einen Moment laufen und gucken mal. Ne? Wer keine Lust mehr hat, kann ja ausschalten.
glaube ich, oder 11, müsste ich mal nachschauen. Und das war ein erster Dieselmotor, aber der Dachziegelschoner, der hatte 1959 schon Was, der Halunderjet? Kommt der gleich schon zurück? Man fährt der nicht erst so 16 Uhr los auf Helgoland? Und 1929, also nochmal 15 Jahre später, ist sie wieder gesunken. Und zwar gekentert vor Kopenhagen. Mann, hat sie eine Geschichte hinter sich. Dann kamen rummelige Zeiten und letztlich 1982 ist sie von der Seefahrtsschule in Hillsford gekauft worden und umgetauft worden auf den Namen Großherzogin Elisabeth originalreich und seit 1982 hat sie dieses Schiffschiff betrieben. Soll jetzt haben das ganz in Ruhe und darstellen können. Das Verhindern der Hektik ein bisschen Kontrolle. Also ich esse ein bisschen. Müsst ihr jetzt durch mein Geschmatze. Ja genau, Halunderjet ist nämlich noch auf Helgoland. Wollte ich doch meinen. Kann doch nicht sein, dass der jetzt schon zurückkommt. Eddie, Hallo, moin. es tut mir leid, du kennst mich wahrscheinlich nicht, ne? Nö, Ich bin ein riesiger Fan von euch. Ich bin ein riesiger Fan von Hamburg. danke, das ist cool. Das ist cool. Fotografierst du selber gern Schiffe? Schon seitdem ich 7 Jahre alt bin. Ah, okay. Ich meine, ich schreibe euch jetzt nicht im Chat, aber Kommst du hier aus der Gegend oder? Nein, ich komme aus Mitteldeutschland. Ich Aus bin dem gerade im Urlaub hier. Ah, okay. Ja, ist ja cool. Störe ich gerade euch oder? Ah, ah. Wir sind fertig. Ich finde Hamburg Hafen. Ich esse nur gerade. Ich finde das super, Hamburg Hafen live. Danke. Danke. Wie viel habt ihr gerade wieder? 5000 oder noch weniger oder mehr? Nee. 2000. Das ist unfassbar viel. Danke. Komm hier. Habe ich eine Landratte für dich. Vielen Dank. Mein letzter Anhänger. Ihr habt ja auch so einen Shop, ne? Guck mal, da fotografiert uns einer. Von, Das ist mein Papa. aus dem Hinterhalt. Ach, das ist dein Papa. Das ist mein Papa, ja. Okay. Ich bin ein riesen Fan von euch. Ja, das ist cool. Auch wenn ich Danke. im Chat bin, aber ich gucke jeden Abend Danke. bei euch rein und Echt? ich finde das richtig toll, was ihr macht. Danke. Und ich will auch selber Freut mich. Ich will auch selber Kapitän werden und so. Ich finde das richtig toll, was ihr macht. Ja, ist doch super. Aber wenn du dich irgendwann mal bewirbst, musst du reinschreiben, dass Ich du hab nur morgen- durch Hamburg Hafen Live Ja, motiviert ich hab morgen wurdest. sogar einen Gesprächstermin mit Kasseneis. Mit der Ach, Reederei. Kasseneis bei der Reederei. Ah, willst du da erstmal ein Praktikum machen oder? Ich bin ja gerade noch in der Schule. Ja. Aber vielleicht. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben von mir mit meinen eigenen Fotos und so. Ach, Und cool. Ich habe einen Gesprächstermin mit Kapitän Tom Thompson morgen und. Ja, Ach, mal das ist ja gucken. cool. Das ist richtig cool, ja. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ja, aber es war gerade ganz, Also das war ganz cool gerade, oder? Ich habe Glück, dass ich gerade hier bin im Urlaub, aber ich habe zwar gewusst, dass sich ein paar Leute angucken wollen, aber das war ja, wie viele Leute das hier waren. Ne? Ach, guck mal, der Saugbagger. Mäuse River. Ja, die müssen ja, glaube ich, zum Abladen eigentlich nur unten die Luke aufmachen. Kann mir nicht vorstellen, dass das sehr lange dauert. Ja? Ach, und ich lese gerade, auch die Neuwerk ist auch wieder auf dem Hamburger Hafengeburtstag und wer möchte, kann gerne zu Besuch kommen. Cool. Hatte das jemand von der Crew geschrieben? Sehr, sehr cool.
Borealis Container wird gemeldet von Feel Free. Von wo? Von wo? Wahrscheinlich, wenn die von See kommen, kommen die wahrscheinlich da hinten irgendwann so hinter der Kugelbarke hervor. Kann das sein, dass das so die Anflugroute ist? Von See in den NOK, ja. Ja, dann gucken wir uns doch einfach mal ein bisschen an, wie ein Saugbagger auf uns zufährt. Ja, Christian, die Ecke ist wirklich toll. Ist halt hier auch so ein Standort. Wenn da nichts los ist, dann ist halt auch wirklich so richtig gar nichts los. Ja. Es ist halt nicht, dass du jetzt hier dann... Ja gut, so ein bisschen Fährverkehr hast du hier natürlich, ne? So Helgoland und... Und Sportsegler haben wir natürlich. Ah, man kann jetzt ganz schön weit gucken, oder? Ich glaube, da hinten haben wir auch eine Bohrinsel. Oder? Und nach einem Fischkutter sieht das aus. Axel Cuxhaven ist seit 6 Monaten dabei. Christian Hering, 2 Euro Superchat, vielen Dank. Und Volker G. schickt auch nochmal 2 Euro. Danke dir, Volker. Anton, 5,99 Superchat. Danke, Anton. Und Andreas Westphal, 2 Euro Superchat. Und er gratuliert zu 41.500 Abonnenten. Andreas. Wir feiern die großen Zahlen. Da feiern wir richtig. Nächstes Ziel sind 50.000. Dann mache ich eine Pulle auf. Dann gibt es eine Champagnerdusche. Oh, guck mal, wenn ich auch hier schwenke, ne? Wie viel nix da ist. Alles nix, 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 nix. Dann kommt da mal so eine Tonne. Da hinten mal. Da auch noch ein paar Tonnen und ja, da kommt die Mäuse River, hier der Saugbagger. Und der Mäusezahn, 2,49, passt ja zum Schiff. Christian hat noch eine interessante Info. Das Schiff links neben der Kugelbarke ist ein Munitionsräumschiff oder die Aquarius G, die räumen Munition vom Zweiten Weltkrieg weg. Links neben der Kugelbarke. Kann man da denn überhaupt ein Schiff sehen? Gehe ich doch mal rüber. Christian, ich sehe da nichts.
Oder meinst du eventuell, meinst du vielleicht rechts, meinst du das hier vielleicht jetzt im Bild? Ah, Christian meint das andere links. Muss man gleich Basti fragen, der ist gerade unterwegs irgendwie am Fotografieren, was wir denn jetzt machen. Weil die Oslo, die braucht ja noch einen Tacken. Aber ich würde schon gerne mal hier so ein großes Containerschiff vorbeifahren sehen. Was hatten die Oslo? Ist das ein 400er oder ist das eine 360er? Wir haben sogar zweimal 1 Euro. Das heißt, wir beide können einladen. Claudia ist auch da. Claudia, ich hoffe, du genießt dein Wochenende. Boah, aber guckt euch mal den Bug an. Ich glaube, das sieht schon cool aus, jetzt wo der leer ist. Ich meine, es ist kein Wulstbug, das ist ein Blasebug. Ja, ist ein 400er, ne? Die Oslo. Hätte ich schon irgendwie Bock drauf, mir die hier mal anzugucken. Moin. Hallo. Ja, Ute schreibt auch, das ist halt toll, wenn die Schiffe halt mal wirklich Fahrt drauf haben. Ne? Also in Hamburg kommen die dann ja schon immer so ein bisschen lahmer an. Guck mal, auch hier. Also toll ist das schon. Oh, guckt euch den Bug an, Leute, Leute. Hat die jetzt Fahrt rausgenommen oder ist da einfach weniger Wind jetzt? Basti, was meinst du denn mit der Oslo? Ich habe heute nichts mehr vor. Ich hätte auch Bock, mir die hier mal anzugucken. Dauert halt noch ein bisschen, ne? Die kommen halt schon sehr dicht hier vorbei, ne? Ja, ich meine, guck dir das mal an hier. Ja, und die ist ja verhältnismäßig klein. Ja. Also hier, guckt euch mal hier diesen Bug an.
mal versuchen, den Stream hier so ein bisschen episch zu machen mit so einem klein bisschen Musik. Ich wollte gerade sagen, kommt hier ein Gewitter, aber hier ist gerade einer mit dem Tretroller über das Holz gefahren. Ja, ist krass, was so ein bisschen Musik macht, oder? Ich bin schon immer mal am gucken, ob ich nicht so ein bisschen Soundtrack für Hamburg Hafen Live finde, was man immer mal so einspielen kann. Nicht so oft, aber so in solchen Momenten finde ich, Musik macht schon echt einiges mit Bildern. Wahnsinn, was wir auch an Windrädern da hinten haben, oder? Guck mal, seht ihr die am Horizont, da die ganzen Windräder? Alles voll. Könnt ihr zählen, wenn ihr Langeweile habt. Zur HMM sind wir fertig. Ja, das ist aber so eine Nummer, wo du immer wieder von vorne anfangen musst, weil du dich ständig verzählst. Ich habe gelesen jetzt, dass Windräder, die eine rote Markierung am Flügel haben, mindestens 150 Meter hoch sind. Könnt ihr das bestätigen, ihr schlauen Chat-Leute? Bin echt mal gespannt, ab wann man die HMM Oslo sehen kann. Aber die könnte sein, dass wir die gar nicht so weit sehen. Ne? Wenn die etwas links kommt, hinter der Kugelbarke. Guck mal, da fährt doch was. Will dieses Etwas auch in die Elbe? Ist das die Lady Harriet, die Ute entdeckt hat? Okay, das ist die Lady Harriet.
Ja, komm, ey, wir warten auf die Oslo. Ja, machen wir auch. Machen wir. Jetzt habt ihr alle, könnt ihr ein kleines Päuschen machen, holt euch alle mal ein Käffchen, schön ein Stück Osterkuchen, vielleicht findet ihr ja noch ein Ei im Garten oder so. Also es ist auf jeden Fall noch Zeit, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir warten jetzt auf die Oslo. Einmal hier so ein 400er in Cuxhaven vorbeidonnern sehen. Vielleicht hupen sie sogar. Ja, also Ostersonntag, HMM. Ja. Was füllen Sie da speziell? Was füllen Sie da speziell? Livestream. Ach, Livestream. Ja. Hamburg Hafen Live. Und immer außerorts. Ach so, okay, ja. Ja, genau. Hier, komm, ich gebe Ihnen meine Karte mit. Da können Sie, ist hinten die Adresse drauf, können Sie dann mal sich anschauen, was wir so treiben. Ja, jetzt sieht man sehr schön, ne, wie die da so in die Fahrrinne rein. Schade, dass man von hier aus nicht den Elbe Pilot sieht. Ja. Barbara findet auch, dass wir warten sollen und haut einfach mal 10 Schweizer Franken in die Devisenkasse. Herzlichen Dank, Barbara. Ein Wartezeitzuschlag. Kann der Shantycall hier nicht noch mal vorbeikommen? Ich habe leider kein Quiz vorbereitet. Das wäre jetzt natürlich ideal, um so ein bisschen hier die Zeit zu überbrücken. Lady Harriet geht durch den Nordostseekanal und möchte dann nach Polen. Danke, TomTom. Ich kann euch leider den Titel von dem Lied nicht sagen. Ich habe das mal irgendwann rausgesucht. Ich habe da so eine Plattform, wo ich so Musik nutzen kann, die dann auch im Stream verwendet werden kann. Aber die Titel kann ich euch nicht sagen. Sorry. Ja, was ich zu Ostern bekommen habe. Also ich habe zu Ostern bekommen, dass ich mit der tollsten Frau der Welt zusammen sein darf. Musste ich lange suchen. Bevor ich die kennengelernt habe, musste ich so lange suchen, dass jetzt bis an mein Lebensende Ostersuchen aufgebraucht ist. Ja, guck mal, eine interessante Frage, ob gerade in Cuxhaven Flut ist. Sag mal, haben wir hier eigentlich auch eine Pegelanzeige? Also es ist Flut. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall auflaufendes Wasser. Wenn ich hier mal rüberschwenke. Oh, sorry, das war ein bisschen flott. Aber hier am Ufer kann man ganz gut sehen, dass das Wasser steigt. Ich weiß gar nicht. Pegelanzeige haben wir hier nicht, ne? Kann man Moin. suchen.
Hochwasser ist um 18 Uhr. Ja, aber es passt ja dann mit der HMM, dass die da mit dem Hochwasser reinkommt. Weil bis Hamburg verzögert sich das ja dann immer. Ja, Könnte mal ein Heli vorbeikommen. ich finde So als auch. Zwischenprogramm. Ich finde auch so ein Lückenfüller. Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen meine Angst. Weißt du, dann stehst du hier in Cuxhaven und Es dann passiert nichts. und dann passiert nichts. Da kommt nicht mal eine Fähre vorbei oder so. Das ist so. Gut, es kommt halt aus Hamburg kommt jetzt irgendwie gar nichts, ne? Weil da ist ja auch quasi fast kein Schiff Hamburg mehr. ist leer Aus gefegt. dem Kanal kommt auch nicht viel. Nee. Ja, es ist auch echt nur die Oslo. Ja, wir haben heute mal einen kleinen Ausflug gemacht. Kommst du hier aus der Gegend? Also hier aus Altenburg her, Ah, okay. 10 Kilometer oder so. Das ging immer nur fast über dem Haus, weil ich da noch nie drehen. Wie lange dauert das noch mit der Oslo? Wir könnten natürlich auch einen zweiten Stream machen. Ne? Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir eine kurze Pause machen und dann noch mal anschmeißen. Dann könnten wir nämlich noch mal kurz hier ein kleines Päuschen machen. Wo ist die denn jetzt? Weil die braucht doch bestimmt noch 1,5 Stunden, oder? Ja, das passiert doch in der Zwischenzeit jetzt einfach. Nee, es passiert halt nichts. Ja, Ne? es ist Und nicht das wie am ist, Budenseeufer, dass hier immer ständig eine Fähre vorbeikommt. das denke ich halt auch. Ne? Guck mal, die Oslo ist jetzt gerade beim Lotsen. Die kriegt jetzt gleich ihren Lotsen. So, und dann hat die noch, 1,5 Stunden, bestimmt. guck mal, die Lady Harriet, die sehen wir jetzt. Und die HMM Oslo bis da, wo die Harriet ist. So, die hat, wenn ich eine gerade Linie ziehe, sind es 20 Meilen. Wenn sie 20 fahren würde, würde sie eine Stunde brauchen. Sie fährt aber 13, 14 Knoten. Wir muss gleich noch mal langsamer werden für den Lotsen. Also ich glaube, da können wir locker mit 1,5 Stunden rechnen. Ja. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir machen ein Päuschen und machen dann einen zweiten Stream mit der HMM Oslo. Dann können wir in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen, wir lassen das hier stehen, aber noch mal so Toilette und solche Sachen. Ne? Genau, ihr Lieben. Also, so machen wir das. Ich finde, das ist eine gute Idee. Dann haben wir nämlich auch noch mal ein Päuschen und müssen jetzt nicht hier irgendwie 1,5 Stunden mit einfach nur ins Leere starren verbringen. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Von daher würde ich sagen, wir verschieben das einfach mal. Ach guck mal, der Marcel schickt nochmal 2 Euro, schreibt,
Adventure ist der Song. Adventure Awaits. Danke dir. Danke. Oh, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Jetzt kommt hier noch ein Käffchen. Danke, danke. Fischbrötchen kommt auch noch. Oh, ein Fischbrötchen kommt noch. Ja, ich habe immer Hunger, das ist richtig. Dass wir eine Pause machen Ja. wollen. Wir wollen eh gerade eine Pause machen. Kurz umbauen. Nee, wir warten noch mal, bis die Oslo kommt. Ja, ihr Lieben, dann machen wir das so. Dann mache ich das jetzt auch ganz kurz und knackig. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure dicke Unterstützung im Chat und auch für die ganzen Spenden, für die Bits und Subs und die Mitgliedschaften. Und dann, oh wow, Bernd. Ich sehe gerade Bernd, Mensch, danke Bernd. Nochmal 50 €, fett. Danke, Bernd. Ja, ihr Lieben, und dann kommen wir wieder zur HMM Oslo. Ich würde mal sagen, so eine Stunde 15. Also sobald wir sie sehen, schmeißen wir an. Und ich verschicke dann auf jeden Fall auch eine WhatsApp, damit ihr dann benachrichtigt werdet. Und ja, wir wurden jetzt gerade auf Kaffee und Fischbrötchen eingeladen. Also ihr Lieben, von daher würde ich sagen, dann bis später.